Other news now, and since Britain voted to leave the European Union back in June, Germany's Chancellor Angela Merkel has been on a diplomatic offensive aimed at winning support for her vision of a more centralized Europe. But the bloc's Eurosceptics are firmly entrenched in countries like Poland, Hungary, and the Czech and Slovak republics. Merkel will be meeting with them today, but they've already signaled they will not budge on their refusal to take in migrants from Islamic countries. The issue is a central topic at a major EU summit in Slovakia coming up next month. These days, she is more often in an airplane than in her office in Berlin. The German Chancellor is in her element, exploring the options for Europe. The European Union needs to find a new way forward without Great Britain. This is a phase of listening, of understanding and learning from one another so that we can really understand and develop a new balance with the European Union's 27 members. This helps to explain the special attention she is giving to the smaller member states. Merkel wants to build bridges with countries like Estonia, the Czech Republic and Poland, which often have a different view on Europe. The German Chancellor has taken a lot of criticism from Eastern EU countries for her policy on refugees. The Brexit vote now shows how important it is to have a good communication strategy. If you do it wrong from the beginning and you don't listen and act just for the sake of taking action, you can make many mistakes. Merkel's message is also aimed at the French and Italians. Hollande and Renzi had urged the remaining members to demand Great Britain move forward quickly on Brexit, but Merkel was less hawkish. This week in Italy, the three leaders appeared united and pledged to cooperate more closely across the board. We have agreed to take these steps. This also includes the upcoming meeting in Bratislava because we respect Great Britain's decision, but we of course would also like to make clear that the other 27 member states can count on a prosperous and safe Europe. Not everybody in Brussels will like the idea that Merkel is presenting herself as the key broker of the new European Union. The Chancellor will use the information she has gathered during this week of intense travel diplomacy to prepare for the upcoming EU summit, the first one without Great Britain. Die deutsche Kanzlerin ist heute zu Besuch in Polen. Vor ihrer Ankunft warf der polnische Außenminister Deutschland und damit auch Merkel vor, in der Außenpolitik manchmal zu egoistisch vorzugehen. In der Flüchtlingspolitik zum Beispiel liegen beide Länder ja weit auseinander. Aber Streit kann Europa nach dem Brexit-Votum nicht gebrauchen. In den vergangenen Tagen hatte Merkel bereits mehrere europäische Staats- und Regierungschefs getroffen, auf der Suche nach gemeinsamen Positionen für ein Europa ohne die Briten. Mehr im Flugzeug als in ihrem Büro in Berlin. Die Kanzlerin unterwegs in ihrem Element. Merkel lotet aus, wie ist die Stimmungslage in Europa. Denn eine gemeinsame Linie muss her in einer Europäischen Union ohne Großbritannien. Es ist eine Phase des Zuhörens, des Verstehens, des Voneinanderlernens und um die natürlich neue Balance innerhalb einer Europäischen Union der 27 auch richtig verstehen zu können und entwickeln zu können. Deshalb auch besondere Aufmerksamkeit für die kleinen Partner, die oft einen anderen Blick auf Europa haben. Merkel will Brücken bauen in Estland, Tschechien und Polen. Und ihren Segen braucht die EU für eine gemeinsame Strategie. Gerade im Osten des Kontinents hat die deutsche Kanzlerin viel Kritik für ihre Flüchtlingspolitik eingeheimst. Mit dem Austritt Großbritanniens aus der EU soll nun die Kommunikation verbessert werden. Und wenn man das am Anfang falsch macht und da schon nicht hinhört, sondern sofort, sagen wir mal, in Aktionismus verfällt, dann glaube ich, kann man sehr viele Fehler machen. Gemeint sind damit auch die Franzosen und Italiener. Hollande und Renzi plädierten nach dem Brexit-Referendum sofort für große Härte gegenüber den Briten. Merkel bremste sie. In Italien präsentieren sich die drei Regierungschefs nun geeint. In etlichen Bereichen soll in Zukunft besser kooperiert werden. Wir haben uns zu diesen Schritten, auch des Treffens in Bratislava, entschieden, weil wir die Entscheidung Großbritanniens respektieren, aber natürlich auch deutlich machen wollen, dass die anderen 27 auf ein prosperierendes und auf ein sicheres Europa setzen. Merkel als Maklerin der neuen EU. In Brüssel dürfte diese Art der Reisediplomatie nicht allen gefallen. Für die Kanzlerin gilt der Gesprächsmarathon vor allem zur Sondierung.
und als Vorbereitung auf den ersten EU-Gipfel ohne Großbritannien Mitte September.